Ist das? Er hat ausgeschaltet. Gibt es eine Zeitgrenze, wo wir aus dem Haus sein müssen? 23 Uhr. Was? Ja. 23 Uhr? 23 Uhr. Aber die Übertragung endet, also wir sollten um 21 Uhr. Ja, ja, ja. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren, der Ansturm überwältigt uns im wahrsten Sinne des Wortes. Es tut mir leid für alle Unannehmlichkeiten, aber genau genommen sind Sie selber schuld, dass Sie gekommen sind. Jetzt habe ich eine große Bitte. Ich bin auch für die Sicherheit hier verantwortlich. Bitte bei den Stiegen, wo Sie auf den Stufen sitzen, schön, dass Sie noch einen Platz gefunden haben, halten Sie genauso wie hier eine Rettungsgasse frei. Wir gehen ja heute, nicht einmal ein Mikrofon habe ich mehr bekommen, wir gehen ja heute einer wichtigen Frage nach. Hat die Wissenschaft Gott begraben? Aber die zweitwichtigste Frage heute könnte natürlich sein, wo sind die Toiletten, nicht wahr? Und dann könnte es eng werden, weil dann müssten Sie durch diese Tür dort hinaus. Und da können Sie sich natürlich einige Feinde schaffen, wenn es dann allzu stürmisch wird. Also bitte halten wir Disziplin, halten wir die Luft an, damit wir es also hier auch in diesem überfüllten Hörsaal einigermaßen erträglich haben. Ich danke für das zahlreiche Erscheinen, aber ich habe noch einen anderen Dank weiterzugeben, nämlich an die Redaktion der Zeitschrift Profil. Die hat nämlich das Thema heute auf die Titelseite gebracht, mit einem etwas anderen Wortlaut, Schöpfung ohne Gott. Und was mir aufgefallen ist, es ist kein Satzzeichen dahinter. Weder ein Punkt, noch ein Fragezeichen, noch ein Rufzeichen. Das lässt uns also heute jede Menge Gelegenheit zum Reden, zum Zuhören und auch dann zum Fragen stellen. Ganz kurz noch ein paar organisatorische Einleitungen. Die Vorlesung, der Gastvortrag wird ungefähr 50-55 Minuten in Anspruch nehmen. Dann gibt es Gelegenheit, Herrn Professor Lennox Fragen zu stellen. Da wir das bei dieser Menge jetzt nicht einfach auf Zuruf machen können, haben wir auf den meisten Plätzen einen kleinen Zettel hingelegt. Dient es auch schon dazu, wenn während des Vortrages Fragen Ihnen unter den Nägeln brennen, dass Sie es notieren. Ich hoffe, es hat irgendjemand in Ihrer Nähe zumindest einen Kugelschreiber. Und dann geben Sie es weiter an irgendjemand mit dem blauen TU-Schildchen. Wir werden die Fragen sammeln und dann nach einer kurzen Pause in die Beantwortung gehen. Noch etwas muss ich sagen. Dieser Artikel im Profil war natürlich völlig unerwartet. Und Professor Lennox, seines Zeichens ja Mathematiker, er hat es mir aus der Hand gerissen, als er das gesehen hat. Und statt dass er sich erholt hat vor dem Vortrag von der langen Reise, hat er ihn auch noch umgebaut, um auf diesen Artikel speziell einzugehen. Ich glaube, das verdient einmal. So, ich möchte es jetzt zum Abschluss bringen und dann das Wort auch weitergeben. Aber eine Sache aus dem Profilartikel brennt mir so unter den Nägeln. Das möchte ich einfach als Einleitungsstatement auch noch sagen. Hier geht es um Phänomene,
die die größte Faszination ausüben, weil sie auf Anfang und Ende alles Seins verweisen. Auf das wahre Ausmaß dieses Seins und dessen fundamentale Beschaffenheit, sowie auf die Frage, wie es möglich ist, dass die Naturgesetze genau so konstruiert sind, dass für eine winzige Epoche eine Spezies entstand, die genau darüber nachdenken kann. Mögliche Antworten verrät, und da hat mir jetzt die Rede verschlagen, verrät bestensfalls die Sprache der Mathematik, und damit darf ich an den Mathematiker übergeben. John. Professor Zagler, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich sehe heute Abend, dass ich nicht in der Lage bin, wie ein Bischof in England. Jedes Jahr einmal besuchte er die verschiedenen Kirchen in seiner Diözese. Und er kam zu dem Ortspfarrer, und als er hinaufgeklettert ist zum Pult, hat er gemerkt, dass es nur 3 alte Leute vor ihm saßen. Und so hat er geflüstert zu dem Ortspfarrer: Haben Sie ihnen erzählt, dass ich komme? Und der Pfarrer hat gesagt, nein, aber es hat sich öffentlich herumgesprochen. 51 Jahre zurück bin ich zum ersten Mal in Wien, um Deutsch zu lernen. Und jetzt nach 51 Jahren mit vielen Besuchen in diesem wunderbaren Land, was auch das Land meiner Hochzeitsreise war. Ah, ja, ja. Das ist sehr schön eigentlich, dass ich jetzt 45 Jahre lang zur selben Frau verheiratet bin. Aber wir kommen zu unserem Thema. Und ich habe mit großem Interesse versucht, diesen Artikel in Profil zu lesen. Ich habe es leider nicht gründlich lesen können. Und es gibt mehrere Fragen, aber ich dachte, es wäre trotzdem gut, ein bisschen einzugehen in die Thematik dort, weil es passt direkt zu unserem Thema heute Abend. Hat die Wissenschaft Gott begraben? Die Meinungen sind unterschiedlich. Professor Sir Gillian Prance, Mitglied unserer Akademie der Naturwissenschaften, ist wahrscheinlich der berühmteste Botaniker vom 20. Jahrhundert. Und er hat geschrieben, seit vielen Jahren glaube ich, dass Gott der große Erfinder, Designer hinter der ganzen Natur ist. Während meines Studiums an der Universität Oxford habe ich mich persönlich zu Christus bekehrt. Seitdem haben alle meine naturwissenschaftlichen Forschungen meinen Glauben bestätigt. Ich nehme die Bibel als meine höchste Autoritätsquelle. Auf der anderen Seite haben wir ein Zitat von Stephen Jay Gould. Bevor Darwin meinten wir, dass ein wohlwollender Gott uns geschaffen hat. Aber kein eingreifender Geist passt liebevoll auf die Natur auf. Keine vitalen Kräfte treiben die evolutionäre Veränderung voran. Was immer wir über Gott denken, seine Existenz ist in der Natur nicht offenbar. So, die Meinungen sind unterschiedlich. Einerseits sagt ein bekannter Naturwissenschaftler, es gibt Indizien in der Natur, dass Gott existiert. Dagegen sagen andere Naturwissenschaftler, es gibt überhaupt keine Indizien in der Natur, dass Gott existiert.
Und es ist wichtig zu sehen, dass es sehr hochstehende Naturwissenschaftler gibt, auf beiden Seiten. Das menschliche Genomprojekt, Francis Crick, Jim Watson. Jim Watson war der erste Direktor dieses Projektes. Der zweite Direktor ist Francis Collins. Ich habe mit beiden sprechen können. Jim Watson ist Atheist, Francis Collins ist Christ. Was sie voneinander unterscheidet, ist nicht ihre Fähigkeit in der Naturwissenschaft. Und wenn wir an unser Profilartikel denken, wir kommen zu der Physik. Und wir sehen in der Physik 2 Nobelpreisträger. Erstens William Phillips, zweitens Peter Higgs. Beide Nobelpreisträger für Physik. Der erste ist Christ, der zweite ist Atheist. Was sie voneinander trennt, ist nicht ihre Naturwissenschaft. Es muss etwas anders sein. Und ich möchte als erster Punkt sagen, dass ich sehe einen Konflikt, aber nicht zwischen Naturwissenschaft und Glaube an Gott, sondern viel tiefer. Weil dieser Konflikt eigentlich liegt zwischen 2 Weltanschauungen, Atheismus und Theismus. Es gibt Naturwissenschaftler auf beiden Seiten. Und das sollte genug sein, um klarzumachen, dass es keine einfache, simplistische Lösung gibt, Naturwissenschaft und Glaube an Gott. Eigentlich ist das ein uraltes intellektuelles Spannungsfeld. In der griechischen Welt gab es einerseits Sokrates, Platon, Aristoteles. Die meinten, dass das Universum ist nicht selbsterklärend, dass es hinweist auf einen nicht physikalischen Ursprung von großer Intelligenz und Macht. Denen gegenüber haben wir Leukippos, Demokrit, Epikur, die brillante Erfinder der Theorie der Atomen. Und sie meinten, dass das Universum sich selbst erklärt anhand von Atomen und der leere Raum. Und so dieses Spannungsfeld kommt bis heute hin in die akademische Welt, wo ich tätig bin. Diese 2 Weltanschauungen, die sind die prinzipiellen. Für uns heute Abend ist es nicht, dass es keine andere Weltanschauung gibt. Wir haben zum Beispiel Pantheismus. Aber der eigentliche Konflikt, worüber diese Debatte geht, ist hauptsächlich zwischen Materialismus oder Naturalismus einerseits und Theismus auf der anderen Seite. Und wir haben 2 bekannte Aussagen. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, der erste Satz der Bibel. Der Kosmos, schrieb Carl Sagan, ist alles, was es gibt, gab oder je geben wird. Ich will nur sagen, dass die beiden Aussagen sind Glaubensaussagen. Die zweite Aussage ist eine Aussage eines Naturwissenschaftlers, aber ist keine Aussage der Naturwissenschaft. Und dort ist es sehr wichtig zu merken, auch bei mir, dass eine Aussage eines Naturwissenschaftlers ist nicht immer eine Aussage der Naturwissenschaften. Und daher können wir die Frage umformulieren. Wenn es so ist, dass wir Naturwissenschaftler und im Allgemeinen intellektuelle Leute auf beiden Seiten gibt, dann können wir eine andere und meines Erachtens eine viel bessere Frage stellen. Wir haben in der Mitte die Naturwissenschaft oder die Wissenschaft überhaupt. Wir haben diese 2 oder 3 Weltanschauungen.
Und wir dürfen die Frage stellen, mit welcher Weltanschauung passt die Naturwissenschaft am besten zusammen? Und wir müssen natürlich um die Indizien, um Evidenz oder um Gottesbeweise fragen. Nun, ich bin reiner Mathematiker. Und Beweis in der Mathematik hat eine spezifische Bedeutung. Und in dem Sinne bekommen wir auch in den anderen Naturwissenschaften einen solchen mathematischen Beweis nicht. Wir sprechen eher von Indizien, von Evidenz, aber nicht von Beweis in der mathematisch-logischen Sinne. Und das ist äußerst interessant, weil vielleicht in meinem Bereich der bekannteste Mathematiker überhaupt, ein Österreicher, Kurt Gödel, der hat vor vielen Jahren einen ontologischen Beweis für die Existenz Gottes angegeben. Und was sehr interessant ist, dass heute Abend sind wir in der TU Wien. Und ein Wissenschaftler aus dieser Universität, Professor Bruno Wolzenlogel, Paleo, mit seinem Kollegen aus Berlin, Professor Christoph Benzmüller, hat eine faszinierende Sache geschrieben in einer der führenden Zeitschriften. Hier ist der Titel: Formalisierung, Mechanisierung und Automatisierung von Gödels Gottesbeweis. Und sogar in führenden österreichischen, deutschen und britischen Zeitungen haben wir über diese Arbeit hier in der TU gelesen. Nun, ich möchte nicht in diese Argumentation eingehen. Das wäre vielleicht ein bisschen langweilig. Und ich bin selber nicht sicher, ob ich das Ganze sowieso verstehen kann. Und so werden wir das lassen. Natürlich, die Verfasser sagen, dass sie haben entdeckt und bewiesen, logischerweise, dass gegeben die Voraussetzungen von Gödel sein Beweis stichhaltig ist. Ob die Voraussetzungen gelten, ist natürlich eine andere, aber doch sehr interessante Frage. Aber wir müssen die Mathematik leider verlassen, nur in einem Sinn, und kommen zu meinem ersten Indiz. Und das hat mit der Geschichte zu tun. Es ist klar, dass die moderne Naturwissenschaft begann im 16. und 17. Jahrhundert mit Kopernikus und Galileo und Kepler und Newton und so weiter. Und Historiker der Naturwissenschaft und andere haben nachgeforscht, warum ist es dann passiert und dort. Und mehr oder weniger alle, es gibt gewisse Nuancen, es gibt sehr viel Literatur darüber, sind zum Schluss gekommen, wie hier von C.S. Lewis formuliert ist, nach Alfred North Whitehead, der sehr viel darüber geschrieben hat. Die Menschen wurden naturwissenschaftlich, weil sie Gesetz in der Natur erwarteten. Und sie erwarteten Gesetz in der Natur, weil sie an einen Gesetzgeber glaubten. Das ist auch die Meinung von dem Nobelpreisträger Melvin Calvin. Ich finde den Ursprung der Überzeugung, dass das Universum eine Ordnung besitzt, in einer Grundidee, die vor 2000 bis 3000 Jahren von den Hebräern entwickelt wurde, nämlich, dass das Universum von einem einzigen Gott regiert wird und nicht das Produkt der Willkür vieler Götter ist, in dem jeder Gott sein eigenes Reich nach seinen eigenen Gesetzen regiert. Diese monotheistische Sicht
scheint das geschichtliche Fundament der modernen Naturwissenschaften zu sein. Manchmal formuliere ich es so: Ich schäme mich nicht, sowohl Naturwissenschaftler und auch Christ zu sein, weil man kann Belege geben, dass das Christentum für die Naturwissenschaft verantwortlich war. Das heißt, hat mir mein Fach gegeben. Und das ist faszinierend, weil, wenn das der Fall war für Kepler und Galileo und Newton und Babbage und Clark Maxwell und so weiter, woher dann kommt heute diese weit verbreitete Überzeugung, dass die Naturwissenschaften Gott begraben hätten? Woher kommt das? Also eine sehr bekannte Quelle ist das Buch von Richard Dawkins, Der Gotteswahn. Und dieses Buch ist weit verbreitet hier in diesem Land. Und Dawkins meint, dass Glaube an Gott eine Wahn ist, obwohl, wie gesagt, dieser Glaube der Motor war, der die Naturwissenschaft ursprünglich hinaufgetrieben hat. Die Idee, dass Gott ein Wahn ist, geht zurück zum Beispiel zu Sigmund Freud, der meinte, dass Gott eine Illusion sei. Aber es ist sehr interessant, die Psychiater zu lesen. Ich merke, dass Dawkins kein Psychiater ist. Ich merke auch, dass ich kein Psychiater bin. Und daher, wenn wir über Psychiatrie sprechen und Wahn ist ein psychiatrisches Wort. Es wäre eine Idee, wenn man wissenschaftlich die Sache untersuchen will, zu der Quelle bei den Psychiatern zu kommen. So habe ich versucht zu sehen, was die meinen. Das ist faszinierend. Manfred Lütz, zunächst ein sehr bekannter deutscher Psychiater, hat gesagt, wenn es keinen Gott gibt, dann gibt uns Freud eine wunderbare Argument, dass Gott eine Illusion ist. Wir wollen irgendwie eine Vaterfigur im Himmel und so weiter. Das ist eine sehr gute Erklärung, wenn es keinen Gott gibt. Aber er geht weiter. Und er sagt, wenn es einen Gott gibt, dann gibt Freud genauso gut eine Erklärung, warum Atheismus eine Illusion ist und eine Wahn. Ein Ausdruck des Wunsches, Gott nie zu treffen zu müssen und so weiter. Und was weder Freud noch Frankl noch Jung uns erzählen kann, ist, ob Gott existiert oder nicht. Für eine Antwort zu dieser Frage müssen wir woanders gehen. Aber nur ein Punkt dazu. Interessant ist es, der Präsident der Royal College of Psychiatrists in England, Andrew Sims, hat auch darüber geschrieben. Dawkins meint, dass die Religion, Glaube an Gott, gefährlich ist und die Menschen leiden darunter. Dieser Mann ist ein Expert im Bereich von Wellness und menschlicher Wohlerhaben. Wellness ist eine sehr populäre Thematik, vor allem unter Studenten heutzutage, aber nicht nur. Und er schreibt, der führende Psychiater in England, er schreibt, die positive Wirkung von Glaube an Gott auf menschliche Gesundheit und so weiter ist ein sehr gut verstecktes Geheimnis der Psychiatrie. Wenn die Forschung in die andere Richtung gegangen wäre und man deutlich festgestellt hätte, dass Glaube an Gott zerstört die Menschen, dann hätten wir das gehört auf allen Zeitungen der Welt. Aber da es in die andere Richtung geht, und so ich sage, wenn Richard Dawkins
naturwissenschaftlich, wissenschaftlich vorangehen will, es wäre besser, wenn er diese Quellen zitiert, aber ich lese nichts davon. So die Frage über Gott als dein Wahn, es war ganz interessant für mich. Stephen Hawking hat ein Interview gehabt. Stephen Hawking ist der bekannte Physiker im Lehrstuhl, ein äußerst kluger Kopf. Er war ein paar Jahre früher in Cambridge als ich, Lichtjahre klüger als ich. Und Stephen Hawking wurde gefragt von Guardian, glaube ich, einer Zeitung bei uns, was er von der Religion hält. Die Religion ist ein Märchen für diejenigen, die sich vor der Dunkelheit fürchten. Und der Times hat mich gebeten, eine Antwort zu geben. Und so war ich freundlich und ich habe eine Antwort gegeben. Es ist besser, nicht zu klatschen, das beweist gar nichts. Klug, ja, vielleicht, aber beweist gar nichts. Ich verwende das einfach zu zeigen, dass Argumente oft benutzt werden in beiden Richtungen und nicht nur auf einer Seite. Und wir müssen an die Belege und an Evidenz schauen, um Antworten zu bekommen und nicht an kluge Sätze. So, warum kommt unser Problem heute, dass Menschen wie Galileo, Kopernikus und so weiter sahen die wunderbare Ordnung im All als Wirkung eines genialen Gottes. Und heute ist das eine Minderheitsidee. Und es gibt gewisse Missverständnisse. Zunächst einmal die Frage, was ist die Reichweite der Naturwissenschaften? Zweitens, eine Frage über unser Gottesverständnis. Und drittens, was ist mit Erklärung in den Naturwissenschaften gemeint? Zunächst ein paar Bemerkungen über die Reichweite der Naturwissenschaften. Dawkins und Hitchens und andere Leute, Lawrence Krauss und so weiter, es scheint mir, dass sie einen Scientismus adoptiert haben. Das heißt, die meinen, dass die Naturwissenschaften die einzigen Vermittler von Wahrheit seien. Und das ist tief eingebettet. Bertrand Russell hat es so formuliert, realisierbares Wissen muss durch naturwissenschaftliche Methoden erreicht werden und was die Naturwissenschaften nicht entdecken können, das kann die Menschheit nicht wissen. Er war ein bekannter Philosoph und Logiker und Mathematiker, aber es scheint mir, seine Logik hier falsch ist. Diese Aussage, ist die eine Aussage der Naturwissenschaft? Nein. Also man kann diese Aussage nicht wissen. Wenn sie wahr ist, ist sie falsch. Die Aussage geht viel zu weit. Und das hat Sir Peter Medawar, ein Nobelpreisträger, sehr deutlich gesehen. Ich meine, wenn die Naturwissenschaft der einzige Weg zur Wahrheit wäre, dann müsste jede Universität fast die Hälfte ihrer Fakultäten schließen. Das sagen wir über Geschichte, Kunst, Literatur, Linguistik, Sprachen und so weiter und so fort. Es kann nicht so sein. Und Sir Peter Medawar sagte, man kann die Existenz einer Grenze der Naturwissenschaften leicht an der Tatsache erkennen, dass sie nicht in der Lage sind, kindliche Fragen zu beantworten, wie etwa, wofür sind wir alle da? Ich bin begeistert, ein begeisterter Naturwissenschaftler. Ich interessiere mich sehr für diese Beschreibung, die mathematische Beschreibung des Alls. Aber es wäre total übertrieben und falsch zu sagen,
dass die Naturwissenschaft der Schlüssel zu aller Wahrheit ist. Zweites Problem ist mit falschen Alternativen. Stephen Hawking hat neulich erneut gesagt, dass wir müssen zwischen Gott und der Naturwissenschaft wählen. Und das ist die Meinung, entweder Gott oder die Naturwissenschaft. Und ich habe lange darüber nachgedacht, was liegt dahinter? Warum sagen Sie das? Und es ist Kepler, Newton und so weiter nie aufgefallen, dass es so wäre, dass wir zwischen Gott und Wissenschaft wählen müssen. Und dann plötzlich fiel es mir auf, dass es teilweise mit naturwissenschaftliches Verständnis zu tun hat, aber auch teilweise mit Verständnis von Gott. Zum Beispiel, wir haben eine Gesellschaft in Oxford, sehr bekannt, eine Debating Society, im berühmten Oxford Union. Und wir tragen sehr fein und wir debattieren. Und ich war bei einer Debatte letztes Jahr und Dawkins ist gekommen, aber er hat nur auf mich geschaut. Er hat nicht teilgenommen bei der Debatte, was schade war, fand ich. Aber ein Argument, das kam, war von Dawkins. Es hat mich ein bisschen überrascht. Ein Redner hat gesagt zu mir, Sie sind Atheist gegenüber Artemis, Baal, Wotan, Zeus und so weiter. Und ich gebe das vollkommen zu. Ich bin ein ausgesprochener Atheist. Und dann hat er gesagt, wir zählen nur noch einen Gott dazu. Der Gott der Bibel. Und ich dachte, wie interessant ist das? Als ob der Gott, der das All geschaffen hat, ähnlich wäre zu den Göttern der Antike. Werner Jäger ist ein sehr bekannter Verfasser, der darüber geschrieben hat, die Götter der Antike, und hat den Punkt sehr fein formuliert. Die Götter der Antike sind Erzeugnisse des Universums. Babylonien, Ägypten, Assyrien, bei den Griechen, bei den Römern, die Götter kamen aus irgendeiner Urmaterie. Das heißt, die sind Erzeugnisse des Alls. Der Gott der Bibel ist Schöpfer und Erhalter des Alls. Das ist völlig unterschiedlich. Gott, so verstanden, gehört diese Liste überhaupt nicht an. Aber ein zweites Missverständnis über Gott ist Gott als Lückenbüßer Gott. Das heißt, dass Gott ist die Erklärung dessen, was wir noch nicht wissenschaftlich erklärt haben. Ich kann es nicht erklären, Gott hat es gemacht, so ähnlich. Und wir haben das sehr gut hier geschildert. Hier sind zwei Naturwissenschaftler und die haben eine mathematische Gleichung hier und dann in der Mitte, dann geschieht ein Wunder. Und der Kollege mit Recht sagt, ich denke, du solltest ein bisschen mehr explizit sein hier bei Schritt 2. Das ist Gott als Lückenbüßer. Und was ich festgestellt habe, dass einige, nicht alle, meine Kollegen in Oxford, meinen, dass ich als Theist, als Christ, an einen solchen Gott glaube. Und daher, wenn man damals glaubte, dass Donner und Blitzen die Stimme eines Gottes war, dann macht man ein bisschen atmosphärische Physik und so weiter und weiß über elektrische Strom und so weiter Bescheid, dann verschwindet dieser Gott durch eine wissenschaftliche, naturwissenschaftliche Erklärung. Das heißt, und das ist sehr wichtig zu verstehen, wenn man Gott als Lückenbüßer definiert, dann muss man
zwischen Naturwissenschaft und Gott wählen. Per Definition. Darf ich das wiederholen, weil es so wichtig ist? Wenn man unter den Begriff Gott einen Lückenbüßer versteht, dann muss man zwangsläufig zwischen Gott und der Naturwissenschaft wählen. Das heißt, diese Wahl, die uns angeboten wird von Hawking und Dawkins und so weiter, hängt von ihrer Definition von Gott ab, nicht von meiner. Weil wenn Gott kein Lückenbüßer ist, sondern der Erhalter, der Schöpfer des Alls ist, dann braucht man überhaupt nicht zwischen Gott und Naturwissenschaft zu wählen, wie Newton und so weiter gesehen haben. Wir folgen dieser Problematik ein bisschen weiter. Und hier kommen wir zum Artikel von Profil heute, das über dieses bekannte Higgs-Teilchen geht. Das ist eine spannende Geschichte von Peter Higgs, der mit Recht den Nobelpreis vor ein paar Wochen bekommen hat. Und Lawrence Krauss, ein Astrophysiker von der Universität in Arizona, der hat geschrieben, man kann jetzt argumentieren, dass das Higgs-Teilchen wichtiger als Gott ist. Und ich habe den Eindruck von diesem Artikel Schöpfung ohne Gott, dass das eine der Richtungen war, worauf der Verfasser hingewiesen hat. Meine Reaktion, und ich habe einen Artikel darüber geschrieben für den Londoner Times, ist, das Higgs-Teilchen ist wichtiger als Gott. Wofür? Als Antwort zu welcher Frage? Ich meine, wenn man versucht, wie das Higgs-Teilchen passt zum Standard-Urknallmodell des Universums, und wenn man versucht, das zu erklären, dann natürlich ist das Higgs-Teilchen wichtiger als Gott. Aber wenn die Frage wäre, wie ist es, dass es ein Universum gibt, worin Higgs-Teilchen existieren, die durch diese Urknalltheorie beschrieben werden kann, dann wäre die Antwort etwas anders. Vielleicht dort wäre Gott relevanter als das Higgs-Teilchen, weil jetzt suchen wir eine Urerklärung für das gesamtnaturwissenschaftliche Bild. Das hat mit dem Begriff der Erklärung zu tun. Was ist mit Erklärung gemeint, wenn wir eine wissenschaftliche Erklärung haben? Zum Beispiel, wir denken an zwei Dinge. Und ich gebe ein einfaches Beispiel. Wenn wir einen Ford-Motor hier hätten und ich sage, ich möchte mögliche Erklärungen geben für diesen Ford-Motor. Einerseits ist das Gesetz, Verbrennungsgesetz und so weiter, und auch Ingenieurwissenschaft. Die andere Erklärung ist Henry Ford. Bitte wählen Sie zwischen den beiden Erklärungen. Und jedes Schulkind kann sehen, dass das falsche Alternativen sind. Noch mehr, jedes Schulkind kann wahrnehmen, dass die Erklärung anhand von Naturwissenschaft und die Erklärung anhand von Henry Ford sind nicht in Konflikt. Die konkurrieren überhaupt nicht miteinander. Die sind komplementär. Und wenn wir auf das ganze All schauen, wir können genau dasselbe sagen. Gott ist nicht dieselbe Art Erklärung als
die Naturwissenschaft eine Erklärung ist. Gott ist die Erklärung, warum Erklärungen überhaupt möglich sind. Der ist verantwortlich als Schöpfer und Erhalter des Alls und das eliminiert nicht die wunderbare Arbeit der Naturwissenschaft. Das sollte sehr deutlich sein. Und auch ist Henry Ford keine Lücke in einer technischen Erklärung des Motors. Man findet ihn nicht in der technischen Erklärung. Aber er ist der Grund, warum es überhaupt eine technische Erklärung geben kann. Und daher finde ich, dass ein Grundfehler im Denken von Richard Dawkins und Lawrence Krauss und Stephen Hawking ist dieser Fehler, eine Kategoriefehler in der Philosophie, das verwirrt zwei Dinge. Erstens eine Erklärung auf Ebene von Mechanismus und Gesetz und eine Erklärung anhand eines Handelnden, eine Agenzerklärung. Wir brauchen beide, um einen Ford-Motor zu erklären. Wir brauchen beide, um das All zu erklären. Aber es gibt mehr. Als ich zum ersten Mal das Gravitationsgesetz gelernt habe, ich war so begeistert, dass man die Beobachtungen von Tycho Brahe und dann die Formulierung von Johannes Kepler auf eine Gleichung mit 8 Symbolen bringen könnte. Das war für mich was für eine kolossale Erfolg in der Naturwissenschaft, dass es so ist. Aber ich habe einen Fehler gemacht. Ich meinte, dass ich wüsste, was die Gravitation wäre. Ich hatte damals nicht gelernt, dass auch Newton meinte nicht, dass sein Gesetz erklärt, was die Gravitation ist. Niemand weiß, auch heute noch, was die Gravitation ist. Wittgenstein, bekannt in Österreich, glaube ich. Der ganzen modernen Weltanschauung liegt die Täuschung zugrunde, dass die sogenannten Naturgesetze die Erklärungen der Naturerscheinungen seien. Nein, die sind es nicht. Auch Erklärung im Sinne, dass wir ein naturwissenschaftliches Gesetz haben, ist nicht Erklärung im vollesten Sinn. Es ist nur eine Teilerklärung. Und so die Multidimensionalität des Begriffes Erklärung ist äußerst wichtig, wenn wir in diese Debatte einsteigen. So, was sollen wir über das Higgs-Teilchen sagen? Also wir können zumindest sagen, dass Higgs hat es vorhergesagt und CERN hat es entdeckt und Gott hat es erschaffen. Ich merke, dass wir die ersten 2 ehren. Es gibt keinen Widerspruch hier, um an alle 3 dieser Aussagen zu glauben. Aber natürlich, wir müssen uns die Frage stellen, welchen Grund haben wir, das zu glauben. Aber der Einwand kommt. In Profil sogar. Dawkins, Singer, Krauss, Hitchens Profil. Ich habe es schon auf dem Bild. Wenn man die Äußerung macht, Gott hat das All geschaffen, dann ist es nicht logisch, die Frage zu stellen, wer hat Gott geschaffen? Wer hat den Schöpfer geschaffen? Und dann, wer hat den Schöpfer, der den Schöpfer, so, es geht weiter. Ins Absurdum, so vergessen wir das alles und gehen wir zu etwas Interessanter. Aber Moment mal, ich war nicht überrascht, aber
weil ich bekomme diese Frage überall. Wer hat den Schöpfer geschaffen? Ein bisschen Logik hier. Wer hat X geschaffen? Oder was hat X geschaffen? Was bedeutet diese Frage? Was sind die Voraussetzungen? Erste große Voraussetzung ist, dass X geschaffen würde. Wer hat X geschaffen? Das ist, was die Frage bedeutet. Die Philosophen haben einen Namen für eine solche Frage. Eine komplexe Frage. Das heißt, eine Frage, worin Voraussetzungen versteckt sind, die man kaum merkt. Wenn Richard Dawkins' Buch Gottes Wahn war die geschaffene Gotteswahn. Fast niemand hätte das Buch gekauft, weil wir brauchen ihn nicht, um uns zu erzählen, dass geschaffene Götter eine Wahn sind, eine Illusion sind. So, die Frage, die scheint so klug zu sein, richtet sich an geschaffene Götter. Aber was, wenn der Gott, der das All geschaffen hat, selber nicht geschaffen wurde? Was ist der Anspruch von den großen 3 monotheistischen Religionen? Der Gott der Bibel ist ewig. Und so, die Frage ist nicht anwendbar. Es hat keinen Sinn, wenn man über einen nicht geschaffenen Gott spricht. Das Problem liegt viel tiefer. Und ich war sehr oft in Russland, vor allem in Sibirien, in der Akademie der Naturwissenschaften, vor vielen Jahren jetzt. Es war sehr interessant, mit den Akademikern dort zu reden, über dieses Thema. Die haben mir diese Frage gestellt. Ich habe es oft in Russland gehört, bevor Dawkins überhaupt daran gedacht hat. Und ich habe die Antwort gegeben und ich habe gesagt, erzählen Sie mir bitte über das All. Was mit dem All? Oh, das All hat immer existiert. Oh, wirklich? Wirklich? So, Sie glauben an etwas Ewiges, das All. Aber Sie glauben nicht, dass es einen ewigen Gott, vielleicht ist Ihr Problem nicht das Problem einer ewigen Existenz, sondern die Existenz einer ewigen Person. Aber das ist was anderes. Aber die Frage geht ein bisschen weiter. Weil Dawkins öffentlich mir diese Frage gestellt hat, ich habe ihm die Frage gestellt. Er glaubt, dass das Universum ihn geschaffen hat. Und ich habe das ihm gesagt. Sie glauben, dass das Universum sie geschaffen hat. Wer hat Ihr Schöpfer geschaffen? Ich warte auch heute noch für die Antwort. Letzten Endes, es geht auf eine noch tiefere Frage. Diese Kette von Fragen, wer hat geschaffen, kommen wir zu einer Grenze, ein Stopp oder nicht? Und was ich merke, ist, auf beiden Seiten gibt es einen Stopp. Meistens. Auf der theistischen Seite, der Stopp ist Gott. Gott, der ewige Gott, der alles geschaffen hat und alles erhält. Auf der materialistischen Seite, und auch habe ich, glaube ich, richtig mich zu erinnern, in diesem Artikel einen Hinweis auf ein Universum oder Multiversum, das immer existiert. Wo kommt man zum Stopp? So, die Frage ist nicht, ob eine letzte Wirklichkeit gibt, sondern welche Wirklichkeit ist die letzte Wirklichkeit? Ist es Gott oder ist es Energie oder ist es das Multiversum oder was? Jede Seite meistens hat eine letzte Wirklichkeit.
Und so finden wir die Frage jetzt kurz, dass es zwei logisch getrennte Fragen gibt. Erstens befinden sich im Universum Indizien eines genialen Entwurfs, naturwissenschaftlich betrachtet. Und dann gibt es eine philosophisch-theologische Frage, was ist die Natur der entwerfenden Intelligenz? Das sind zwei getrennte Fragen. Und was die Indizien angeht, würde ich zunächst einmal erwähnen, nur 6 Zahlen, die Feinabstimmung des Alls. In den letzten 50, 60 Jahren haben die Physiker ihr Standardmodell des Urknalls entwickelt. Und die Konstante der Natur scheinen uns sehr fein abgestimmt. Ein Lehrer von mir und auch von Stephen Hawking in Cambridge ist Dennis Sciama. Hawking war sein Forschungsstudent. Wenn man die Naturgesetze ein bisschen ändert oder die Naturkonstanten wie etwa die Elektronenladung, dann entwickelt sich das Universum total anders. Es ist höchstwahrscheinlich, dass intelligentes Leben sich nicht entwickeln könnte. Und darüber hinaus haben wir Sir Roger Penrose, der Atheist ist. Ein sehr kluger Mathematiker. Er hat geschrieben, um ein Universum mit einem Entropiegesetz zu bekommen, muss die Genauigkeit des Schöpfers, seine Aussage, so sein 1 zu 10 hoch 10 hoch 123. Und er sagt, das ist eine Zahl so groß, dass wenn man ein 1 hier stellt und ein 0 auf jede Elementarteilchen des Alls, man könnte diese Zahl nicht schreiben sogar. Und Professor Hegele in Ulm hat es so formuliert: Wenn für die Entstehung des Lebens so hochpräzise Feinabstimmungen nötig waren, dann stellen sich Fragen wie, ist Leben doch nicht bloß ein bedeutungsloses Zufallsprodukt, sondern vielleicht beabsichtigt geplant. Die Reaktion von Arno Penzias, Nobelpreis, der hat diesen Mikrowellenhintergrund entdeckt. Ein Indiz des Urknalls. Die Astronomie führt uns zu einer Singularität, zu einem aus nichts gemachten Universum mit der präzisen Feinabstimmung, die für das Leben nötig ist und der ein dahinterstehender übernatürlicher Plan zugrunde liegt. Und ich möchte sagen, dass hier ein abduktiver Schluss gibt. Der Rückschluss auf einen genialen Entwurf fußt auf zunehmendem Wissen, nicht auf Abwesenheit des Wissens. Nicht Gott als Lückenbüßer, sondern das Postulat einer intelligenten Ursache als Inferenz zur besten Erklärung. Aber dann kommen die Einwände. Das anthropische Prinzip, so oft so formuliert ist, wir sollten nicht überrascht sein, uns in einem solchen Universum wie diesem zu befinden, weil nur in einem solchen Universum können wir erscheinen. Ja, das klingt sehr schön, aber John Leslie, ein Philosoph in Amerika, hat ein Bedenken. Und der umformuliert diese Sache. Wir sollten nicht überrascht sein, wenn von 50 Scharfschützen keiner uns trifft, weil das die einzige Situation ist, in der wir überleben, um überhaupt etwas beobachten zu können. Aber ich denke, alle von uns in dieser Situation, wenn wir noch lebten, würden die Frage stellen, warum haben alle Schüsse nicht getroffen? Und es gibt hier meines Erachtens sehr viel Verwirrung. Das anthropische Prinzip erklärt nicht, warum das Universum so ist, dass Leben darin möglich ist. Das anthropische Prinzip keine Lösung ist, sondern stellt die Frage dar, löst sie aber nicht. Nun, Mark Tegmark in Princeton, seine Antwort ist, diese Feinabstimmung hat 2 mögliche Erklärungen. Weder würde das Universum spezifisch für uns geplant
oder es gibt ein Multiversum. Und das ist ein interessantes Thema. Ich habe ein bisschen in meinem kleinen Buch Gott und Stephen Hawking geschrieben. Und es gibt unterschiedliche Meinungen unter Naturwissenschaftlern zuerst und auch unter atheistisch und theistisch Naturwissenschaftler. Auf beiden Seiten hat man beide. So ist es eine komplizierte Sache. Mein Lehrer von Quantenphysik in Cambridge war Sir John Polkinghorne. Es gibt keinen rein naturwissenschaftlichen Grund, an ein Multiversum zu glauben. Diese anderen Welten sind für uns nicht erkennbar. Eine mögliche und intellektuell ebenso respektable Erklärung ist, dass dieses Universum so ist, wie es ist, weil es der Wille eines Schöpfers ist, dass es so sei. Ich denke, dass Tegmark Unrecht hat. Gott oder Multiversum, das ist nochmals eine falsche Alternative. Gott kann, wenn er überhaupt existiert, so viele Universen schaffen, wie er möchte. Wer sind wir, eine Begrenzung dort zu setzen? Und viele Philosophen haben darüber geschrieben und diesen selben Punkt gemacht. Und wir merken eine Konvergenz mit dem biblischen Bericht. Erstens, es gab einen Anfang. Viele Jahre hat die Naturwissenschaft diese Tatsache geleugnet. Und ich war in Cambridge in 1962, als die ersten Indizien kamen, dass es einen Anfang für Raum und Zeit gegeben hat. Der Widerstand war gewaltig aus der Reihen der Naturwissenschaftler. Der Redakteur von Nature, unsere bekannteste naturwissenschaftliche Zeitung, sagt, nein, wir dürfen diesen Weg nicht betreten, weil es viel zu viel in die Richtung der Bibel geht. Das heißt, ein naturwissenschaftlicher Fortschritt, ein gewaltiger Fortschritt, hat Widerstand bekommen, weil es zu parallel mit der Bibel wäre. In der Bibel lesen wir von einem anthropischen Ziel der Schöpfung, dass die Welt für den Menschen geschaffen ist. Das ist ein großes Thema. Aber ich möchte sehr kurz kommen, nochmals zu diesem Profilartikel, zu dieser Urfrage, dass das Universum aus nichts gekommen ist. Und das ist eine sehr alte philosophische Frage. Warum gibt es etwas und nicht nichts? Und Stephen Hawkings Antwort ist, weil es ein Gravitationsgesetz gibt, kann und wird das Universum sich selbst aus nichts erschaffen. Als ich das gelesen habe, habe ich es ein zweites Mal gelesen. Weil es etwas gibt, ein Gravitationsgesetz, wird das All sich selbst aus nichts. Aber er postuliert ein Gravitationsgesetz. Und das ist nicht nichts. Und um mehr zu sagen, ein Gravitationsgesetz ohne Gravitation wäre eine leere Formulierung. Vielleicht meint er, und es ist durchaus möglich, dass die Mathematik selbst etwas erschaffen kann. Als Mathematiker finde ich das fast lächerlich. Ich habe einmal ein Gespräch mit Peter Atkins, ein sehr bekannter Chemiker, hat viele Bücher darüber geschrieben, und ich habe ihn gefragt, was hat das Universum geschaffen? Er hat gesagt, die Mathematik. Ich habe gesagt, Peter, ich habe gelacht eigentlich, und er sagt, warum lachst du? Ich sagte, 2 + 2 machen 4. Hat das jemals 4 Euro in deine Tasche gesteckt? Vielleicht glauben einige Bankier, dass es möglich ist, durch Kalkulation Geld zu verschaffen. Wir haben alle von Creative Accounting gehört, nicht wahr? Aber in der Mathematik, nein. Die Mathematik schafft nichts. Die Gesetze der Natur können nichts schaffen.
die beschreiben, was dort ist. Das Gravitationsgesetz hat nie eine Bewegung verursacht in der ganzen Weltgeschichte. Newtons Gesetz hat nie eine Kugel auf einen Billardentisch in Bewegung gesetzt. Wittgenstein wieder mal. Diese Täuschung liegt sehr tief. Aber es ist noch schlimmer, soweit ich feststellen kann. Das Universum kann sich selbst aus nichts schaffen. X schafft sich selbst. Was soll das heißen? Also, wenn ich den Satz formuliere, X schafft Y, was bedeutet das? Es bedeutet, dass X vorausgesetzt bekommt man Y. So, X schafft X bedeutet, X vorausgesetzt bekommt man X. Das ist Unsinn. Und Unsinn bleibt Unsinn, auch wenn bekannte Wissenschaftler das sagen. Auch wenn ich das sage. Ich finde, meine lieben Leute, eine große Schwierigkeit hier. Die Naturwissenschaft steht in einem gewissen Engpass, soweit ich verstehen kann, um ein Universum aus nichts zu bekommen, weil die Naturwissenschaft selbst, diese Urknalltheorie, führt zu einem Startpunkt. Lawrence Krauss, der ist Physiker, der über diese Dinge schreibt, und er hat versucht, auf folgende Art und Weise aus der Sache zu kommen. Wenn etwas physikalisch ist, muss nichts ausphysikalisch sein, wenn es als die Abwesenheit von etwas definiert ist. Und was soll das bedeuten? Was ist nichts? Das ist die heikle Frage. Was ist nichts? Weil die Idee, dass das Universum aus nichts geworden ist, jetzt hat eine Riesenliteratur, um nichts zu definieren. Weil die normale Definition von nichts ist Abwesenheit von etwas. Wir verstehen das. Und um ein Universum aus nichts zu bekommen, scheint es mir zumindest. Die umdefinieren nichts. Und ich hatte das Vorrecht, in MIT vor einem Jahr eine Debatte zu haben mit Alan Guth, der bekannteste Astrophysiker der Welt, der diese ganze Theorie der Inflation entdeckt hat. Und ich hatte öffentlich ihn sehr freundlich gefragt. Ich habe gesagt, Alan, es gibt eine Verwirrung unter der Öffentlichkeit über nichts. Und er sagt, ja, was ist die Frage? Ich sage, die Frage ist, ob du wirklich mit nichts in der Physik, nichts im philosophischen und im normalen Sinne meinst. Nein, sagt er, ein Quantenvakuum ist nicht nichts in dem Sinne. Und so Hawking in seinem Buch, seinem bekannten Bestseller, meint, die Frage gelöst zu haben. Lawrence Krauss meint, die Frage auch gelöst zu haben. Sie haben es nicht gelöst. Offensichtlich nicht. Aber wenn es einen Gott gibt, er ist nicht nichts. Wenn es eine geniale Intelligenz gibt, er ist auch nicht nichts. Und meine Zeit ist vorbei. Ich hatte sehr viel mehr zu sagen. Ich sage es nicht, weil es viel zu langweilig wäre jetzt. Nur ein paar Punkte zum Schluss. Wir haben etwas über die Naturwissenschaft gesprochen. Aber als Mathematiker, was mich immer begeistert hat, ist die rationale Verständigkeit des Universums, was hier von Johannes Kepler erklärt ist. Kepler war ein sehr kluger Kopf und er hat die elliptischen Bahnen der Planeten entdeckt. Und dann hat Newton das formuliert in seinem Gravitationsgesetz. Und dann kamen die Mechanik, Elektrodynamik, statistische Mechanik hier in Wien, Quantenmechanik.
allgemeine Relativität und so weiter. Und was mich so immer fasziniert hat, ist, was Einstein fasziniert hat. Das einzige Unverständliche am Universum ist, dass es verständlich ist. Er war klug genug zu sehen, dass das eine faszinierende Beobachtung ist. Polkinghorne wieder mal, die Physik ist nicht imstande, ihren fundamentalen Glauben an die mathematische Verständigkeit des Universums zu beweisen. Ich bin oft gebeten, Vorträge über Glaube und Naturwissenschaft zu halten. Und ich sage, Glaube an was? Sie meinen wahrscheinlich Glaube an Gott, weil Glaube ein unentbehrlicher Teil der Naturwissenschaft ist. Es gibt eine große Verwirrung heute, dass erstens Glaube bedeutet, an etwas zu glauben, wo es keine Indizien gibt, und zweitens, dass es ein religiöser Begriff ist. Glaube ist ein normaler Begriff. Und hier Einstein, er hat gesagt einmal, dass er keinen Naturwissenschaftler sich vorstellen, der nicht diesen tiefen Glauben besitzt. Das heißt, um überhaupt Naturwissenschaft betreiben zu können, muss man glauben, dass die Naturwissenschaft betrieben werden kann. Das heißt, dass das All mathematisch beschreibbar ist. Und der Nobelpreisträger Eugen Wigner hat gesagt, es gibt keine rationale Erklärung für die enorme Nützlichkeit der Mathematik. Ich würde hinzufügen, keine rationale Erklärung auf der Basis der materialistischen Weltanschauung. Die Naturwissenschaft dann kommt nicht ohne Glauben aus. Und so, die letzte Frage für heute ist, auf welchen Boden gründen Wissenschaftler ihren Glauben an die rationale Begreifbarkeit des Universums? Und Darwin hat hier sein Bedenken. Ob die Überzeugungen des menschlichen Verstandes, der sich aus dem Verstand der niedrigen Tiere entwickelt hat, überhaupt Wert oder Glaubwürdigkeit besitzen? Würde wohl jemand den Überzeugungen eines Affenverstandes Vertrauen schenken, sofern ein solcher Verstand überhaupt Überzeugungen besitzt? Und hier ist der Punkt, das jetzt heute im Zentrum immer näher rückt. Haldane, ein Chemiker, hat mal es so formuliert: Wenn meine Gedankenprozesse nur von der Bewegung der Atome in meinem Gehirn bestimmt werden, habe ich kein Recht anzunehmen, dass meine Überzeugungen wahr sind. Deshalb habe ich keine Grundlage anzunehmen, dass mein Gehirn aus Atomen besteht. John Gray, ein Atheist, und hier kommt es näher. Die Humanisten setzen darauf, dass die Menschheit durch die Wissenschaft zur Wahrheit finden kann und damit zur Freiheit. Falls aber Darwins Theorie der natürlichen Auslese zutrifft, ist dies unmöglich. Der menschliche Geist ist auf Evolutionserfolg gerichtet, nicht auf Wahrheit. Er Atheist, hier Alvin Plantinga, weltbekannter Philosoph. Wenn Dawkins damit recht hat, dass wir das Produkt eines geistlosen, ungesteuerten, natürlichen Prozesses sind, dann hat er uns einen starken Grund gegeben, an der Zuverlässigkeit der menschlichen Erkenntnisfähigkeit zu zweifeln und damit auch an der Gültigkeit jeglicher Überzeugungen, die sie hervorbringt, einschließlich Dawkins eigener Wissenschaft und seines Atheismus. Seine Biologie, und das ist eine sehr wichtige Aussage, seine Biologie und sein Glaube an den Naturalismus würden damit in Konflikt miteinander stehen, einem Konflikt, der nicht das Geringste mit Gott zu tun hat. Und das Überraschende ist, von allen, neulich erschien ein Buch in Amerika von einem sehr bekannten Philosophen, Thomas Nagel. Der Buch hat einen sehr provozierenden Titel. Mein Kosmos. Warum der neodarwinistische Erklärung des Alls fast sicher falsch ist. Was? Der ist ein Atheist. Und wenn man im Internet guckt, man wird sehen, wie er
abgeschrieben ist als Heretiker und was weiß ich. Aber er hat diesen Zweifel von Darwin aufgegriffen. Ich meine, ich kann es sehr einfach formulieren. Wir verwenden Computer. So, wenn ich wüsste, dass dieser Computer das Endprodukt eines zufälligen, blindlosen, nicht gesteuerten Prozesses wäre, würde ich ihn benutzen. Überhaupt nicht. Und so hier der Zweifel liegt daran, dass die Weltanschauung untergräbt das Fundament der Rationalität, das nötig ist, um überhaupt Naturwissenschaft zu betreiben. Und hier ist Thomas Nagel. Der evolutionäre Naturalismus impliziert, dass wir keine unserer Überzeugungen ernst nehmen sollten. Daher auch nicht das wissenschaftliche Weltbild, von dem der evolutionäre Naturalismus selbst abhängig ist. Und ein Kollege in Oxford hat es so formuliert: Ich verneine nicht, dass die Wissenschaft erklärt, aber ich postuliere Gott, um zu erklären, warum die Wissenschaft erklärt. Die Verständigkeit des Universums und die Nützlichkeit der Mathematik sind vollkommen vernünftig, wenn es einen Schöpfer gibt, der sowohl für das Universum als auch für den menschlichen Verstand verantwortlich ist. Und mein letzter Punkt ist, wir haben zwei Weltanschauungen: Materialismus, Theismus. Materie, Energie ist primär, Information davon abgeleitet. Im Anfang waren die Atome und das Vakuum. Bei Theismus, Information und Geist sind primär, Materie und Energie davon abgeleitet. Und die beste Formulierung dieser Weltanschauung, die ich gefunden habe, ist: Im Anfang war das Wort. Und das Wort war mit Gott und das Wort war Gott. Alles würde durch dasselbe. Und ohne das Wort würde nichts geschaffen, das geschaffen würde. Und meine lieben Leute, meine eigene persönliche Antwort zu meiner Frage in diesem Vortrag ist ganz einfach folgendes: Das ist für mich als Naturwissenschaftler eine sinnvolle Erklärung. Nicht nur der wunderbare, rationale, mathematische Verständlichkeit des Alls, sondern der Tatsache, dass der menschliche Geist neugierig ist und fähig ist, zumindest teilweise dieses wunderbare, geschaffene All zu untersuchen. Herzlichen Dank. Fragen hast du schon? John, vielen Dank für deine Worte, für deinen Vortrag. Ich hoffe, man kann mich jetzt auch ohne Mikrofon bis hinten hören. Mein Dank geht an John Lennox und mein Dank geht auch an dieses Publikum hier in Wien. Sie waren so diszipliniert, ich habe solche Angst gehabt, dass irgendwo der Hörsaal einfach aus den Nähten platzt. Sie sind so ruhig gesessen, dass es nicht einmal geknirscht hat. Machen wir jetzt ein paar Atemzüge Pause, wir können es brauchen. John, bitte genieße auch die paar Minuten auf deinem Sessel, den wir vorbereitet haben. Und wenn es jetzt Fragen gibt, bitte auf die entsprechenden Zettel schreiben. Und ich darf dann die Leute vom Hörsaaldienst einfach bitten, zu schauen, wo mit einem Zettel gewunken wird und ihn dann nach vorne zu bringen. Ja? So. Hoffentlich war es nicht zu lange. Bitte? Oh, du hast gut durchgehalten, ja? Ja, danke vielmals.
Bitte schön. Und Thomas Nagel hat ja auch diese berühmte Qualie.
Ja, ein ganzer Berg von Zetteln, Ja, das wird sich nicht ausgehen. Ein ganzer Berg von Zetteln und da kommen noch mehr. Einfach jetzt schauen, was sind die brennendsten Fragen, was sind die meistgestellten Fragen. Alles andere vertagen wir auf nächstes Jahr, wo wir hoffen, dass wir uns vielleicht in diesem Rahmen wiedersehen können. Ganz kurz noch eine Meldung sozusagen von draußen. Graz, Übertragung aus diesem Hörsaal, 400 Zuhörer. Salzburg, 300 und online zugeschaltet 500 Anschlüsse. Wie viel da vor jedem Monitor sitzen, wissen wir nicht. Es geht weit über die 1000. Gut, John, bist du... Ja. Noch etwas. Für die anderen Universitäten, vor allem Graz und Salzburg, haben wir einen SMS-Dienst eingerichtet. Auch die Fragen kommen herein. Werden wir sehen, wie viel wir schaffen. John, bitte fang an, sonst... Sie werden jetzt erfahren, was die Ewigkeit ist. Ich bin Ihnen für diese Fragen sehr dankbar und keine Frage wird umsonst gestellt, weil ich sammle diese Fragen und ich hoffe, bald ein Buch zu schreiben, weil die Fragen sind äußerst interessant. Die meisten benötigen einen weiteren Vortrag. Manche Fragen sind sehr einfach, zum Beispiel gibt es ein DVD von diesem Vortrag. Ich denke, dass sowas wird erscheinen. Und hier ist eine Frage von Graz. Viele Behauptungen über Gott und das Universum werden aufgestellt. Wieso können wir nicht zugeben, dass wir die Antwort nicht kennen? Aber wir können zugeben, dass wir die Antwort nicht kennen. Zum Beispiel dieser Profilartikel über das Higgs-Teilchen. Es ist sehr interessant. Was erklärt das Higgs-Teilchen? 4,9% der Masse Energie in der Welt. Viel mehr gibt es dunkle Energie, dunkle Masse. Es gibt sehr viel, das wir überhaupt nicht wissen. Das macht die Naturwissenschaft interessant. Und ich glaube weiter hinaus, dass das Zugeben, dass wir nicht alles wissen, ist natürlich, ich bin Agnostiker über sehr viele Dinge. Ich kann nur weiter sagen, was mir wichtiger scheint, was ich gelernt habe und ich lerne von anderen. Aber sicher können wir zugeben, dass viel noch nicht verstanden ist. Und nicht nur das, ich sehe das als eine göttliche Aufgabe. Interessanterweise, der Anfang der Taxonomie findet man in der Bibel, wo Gott die Menschen beauftragt hat, die Tiere zu nennen. Und diese Sache ist die Grundlage aller Wissenschaften, Namen zu geben. Und Gott gibt uns diese wunderbare Aufgabe. Er tut es nicht für uns. Und das ist für mich eine besondere Motivation, um die Naturwissenschaft zu betreiben. Ist Gottes Existenz mathematisch-physikalisch zu beweisen? Ich habe versucht, etwas darüber zu sagen. Im engsten mathematischen Sinn nein, aber wir müssen diesen Gödel-Beweis betrachten und sehen, was der Status dieses Beweises ist. Wenn die Logik stichhaltig ist, und es scheint so zu sein, die Arbeit, die hier gemacht wurde, dann muss man an die Voraussetzungen kommen. Aber ich würde selber nicht so sehr erwarten, dass es mathematisch bewiesen ist, aus einem sehr einfachen Grund. Ich habe meine Frau erwähnt. Könnte ich Ihnen mathematisch beweisen, dass sie mich liebt? Überhaupt nicht. Aber das bedeutet bei weitem nicht, dass es keine Indizien gibt, dass sie mich liebt. Wir müssen
breiter denken als die Mathematik. Und das ist sehr wichtig. Eine andere Frage war, ob die Existenz Gottes wahrscheinlich ist. Und man versucht zu rechnen mit Bayes-Satz und solche Dinge. Swinburne ist der Experte darüber. Aber oft denke ich, dass das vielleicht nicht die wichtigste Frage ist. Ich meine, wenn wir zurückrechnen, du bist überhaupt sehr unwahrscheinlich. Sehr unwahrscheinlich. Aber die Frage ist nicht, berechnen wir die Wahrscheinlichkeit, dass sie heute existieren? Nein, die Frage ist, ob es aktuelle Indizien gibt, dass sie existieren. Und die brennende Frage über Gott ist nicht, wie wahrscheinlich ist Gott, obwohl solche Rechnungen haben ihren Platz. Und bei Swinburne kann man jede Menge lesen. Aber ich denke, die Frage, die ich versucht habe, ein bisschen einzugehen, ist die Frage, ob es aktuelle Indizien gibt, dass Gott existiert. Nun, es gibt 1, 2, 3 Fragen über die Frage des Alters der Erde und Universum und so weiter. Das ist ein Anliegen für Leute oft, die Christen sind und die Bibel lesen und meinen, wie der Erzbischof meiner Hauptstadt in Irland, das muss ich bekennen, dass Adam würde erschaffen um 9 Uhr in der Morgen am 5. Oktober 4004 vor Christi. Und er hat einen Brief geschrieben zu dem Vizekanzler von Cambridge Universität, worin er es bedauert hat, dass er nicht genauer die Sache feststellen könnte. Also, diese Frage ist eine Frage, die ich ernst nehme und ich komme dieser Frage so oft, dass ich ein Buch geschrieben habe darüber. 7 Tage, die die Welt teilen. Dieses Buch erscheint im Deutsch bei nächstes Jahr, glaube ich, bei Brockhaus. Aber ich möchte nur eine Sache sagen und wenn Sie dafür sich nicht interessieren, schließen Sie Ihre Ohren. Das ist für die Leute, die diese Frage wichtig ist. Die Bibel sagt, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Dann folgen eine Reihe von Tagen, 1 bis 7. Und wenn wir genau betrachten, merken wir eine Schematik. Jeder Tag nach Tag 2 fängt an mit der Beobachtung, und Gott sagte. Und Gott sagte. Und dann kommen Ereignisse, Tag 1, Tag 2 und so. Was sehr interessant ist, dass wenn die Tage mit und Gott sagte anfangen, dann ist am Anfang schuf Gott Himmel und Erde nicht auf Tag 1. So was immer man glaubt oder wie man die Tage versteht, der Anfang des Alls ist kein Teil der Tage. So die Bibel sagt nichts über den Anfang und daher sage ich nichts. Ich sehe nur, dass es kein Problem meines Erachtens, wenn es zum Alter des Alls existiert, kein Problem mit dem Standardmodell der Physik. Aber um diese Sache sehr ernst zu forschen, muss man genauer, wie die Bibel geschrieben ist, verstehen. Und ich habe versucht, meine Position ist sehr einfach. Ich nehme die Bibel sehr ernst, ich nehme die Naturwissenschaft ernst. Und ich habe versucht, in diesem Buch, das schon in Englisch vorhanden ist, etwas darüber zu sagen. Aber das würde einen sehr langen Vortrag bedeuten. Nun, schauen wir hier auf den Tisch. Sie behaupten, hier Salzburg. Salzburg muss eine Möglichkeit bekommen. Sie behaupten, Gott sei kein Lückenfüller. Trotzdem sagen sie, ohne Gott könnte man den Anfang des Universums nicht erklären. Also doch ein Lückenfüller. Die Frage ist berechtigt. Im Sinne, dass
als Naturwissenschaftler hat man immer Angst, an einen Lückenfüller Gott zu glauben. Aber jetzt muss ich erklären, dass es zwei Sorten von Lücken gibt. Es gibt schlechte Lücken und gute Lücken. Die schlechten Lücken sind die Lücken, die die Naturwissenschaft erfüllt. Die guten Lücken sind Lücken, die die Naturwissenschaft eröffnet. Darf ich das illustrieren? Die Frage ist nicht nur berechtigt, sondern äußerst wichtig. Und es hat mit der Art und Weise der Argumentation zu tun. Es gibt zwei Art Argumentationsformen in der Naturwissenschaft. Induktion, wo wir eine Sammlung, wir wiederholen Experimente und so weiter. Und Abduktion, wo wir die Sache nicht wiederholen können. Man kann die Geschichte des Alls nicht wiederholen. Und so müssen wir eine Inferenz zur besten Erklärung machen. So, meine Illustration. Und ich bin Fellow eines Colleges in Oxford, wo wir sehr schöne Dinner haben. Und wir dürfen nicht wählen, wer neben uns sitzt. Das ist der eigentliche Haken an der Sache. Und eines Abends befand ich mich neben einem sehr bekannten Biochemiker. Und er hat mich gebeten, ihm zu erzählen, was ich wäre und was ich täte. Und ich sagte, ich bin reiner Mathematiker. Oh, sagte er, wie langweilig ist das? Und er hat es ernst gemeint und ich habe versucht, mich selber ein bisschen zu verteidigen. Und so sagte ich, ich interessiere mich auch für die großen Fragen. Oh, wieso denn, sagte er. Welche große Fragen? Also, der Status des Universums zum Beispiel. Ist das All geschaffen oder nicht? Oh, sagt der Mensch, es ist viel schlimmer, als ich dachte. Ich bin Atheist, ich bin Reduktionist. Wir werden einen äußerst peinlichen Abend zusammen verbringen. Peinlich, sagte ich. Nein, keineswegs. Ich bin auch Reduktionist. Nein, sagt er. Ja, ich verstehe 3 Sorten von Reduktionismus. Oh, 3, ja, sagte ich. Zunächst einmal methodologischer Reduktionismus. Wir haben ein großes Problem. Wir teilen dieses Problem in kleineren Problemen. Wir versuchen, die kleineren zu lösen und wir bekommen Einsicht in das größere Problem. Das tue ich, das tue ich. Gut, wir sind eins darüber. So, das ist wenigstens ein Anfang, sagte ich, für einen Abend. Aber sagte er, ich glaube, dass alles auf Physik und Chemie reduzierbar ist. Ohne Lücken. Wirklich, sagte ich. Alles, ja, sagte er, alles. Dürfen wir ein Experiment machen, sagte ich. Was, hier am Dinnertisch? Ja, sagte ich, das ist Oxford, warum nicht? Das sagte, welches Experiment? Und so habe ich die Speisekarte genommen. Und es war keine wunderbare Vorstellung, Roast Chicken. In Englisch, nicht bloß in Französisch, nur Englisch. Roast Chicken hieß es. So sagte er, was ist das Problem? Also R-O-A-S-T, Roast. Ja, sagte er, das sehe ich. Sie glauben, dass alles auf den Nenner von Physik und Chemie reduzierbar ist. Sicher, sagte er. Okay, gut, sagte ich. Diese Zeichen R-O-A-S-T zusammen bilden eine semiotische Einheit. Sie hat Bedeutung, die Sie verstehen. Ja, sagt er freilich. Okay, sagte ich, erklären Sie mir anhand der Physik und Chemie, der Papier und Tinte, diese semiotische Seite. Und seine Frau saß neben ihm und etwas zu laut hat sie gesagt, hol dir dort raus, wenn du kannst. Aber er hat es nicht versucht. Er hat mich erstaunt in der Ehrlichkeit seiner Antwort. Er hat gesagt, es ist nicht möglich.
Und dann sagt er, seit 40 Jahren gehe ich in mein Labor in Oxford und meine, sowas immer tun zu können. Und jetzt sehe ich zum ersten Mal, dass es unmöglich ist. Und ich war schockiert. So schockiert, dass ich sagte, Moment mal, die Physik und Chemie im modernen Sinne 500 Jahre, nein, sagte er, spielt keine Rolle. Es ist nicht innerhalb des Erklärungsvermögens der Physik und Chemie, diese semiotische Seite zu erklären. Man braucht den Input einer draußen stehenden Intellekt. Ein Intellekt der Lücken? Oder ist es, dass die Natur der Lücke weist auf Intelligenz hin? Und das ist mein Punkt. Wenn die Lücke, eine Lücke dort ist, entsteht, weil die passende Naturwissenschaft nicht das Erklärungsvermögen hat, dann ist es kein Lückenfüller zu sagen, ja, es braucht ein intelligenter Input. Das ist, was ich mit einer Abduktion meine. Und so, ich sehe das nicht als Lückenbüßer. Leider in der Literatur sehr oft, Lückenbüßer wird falsch verstanden, als wir haben überhaupt keine Erklärung. Und wir wissen, wir tun das oft. Wir sehen unseren Namen im Sand am See, 4, 5, 6 Buchstaben. Und sofort erkennen wir nehmen wahr. Es ist eine Wahrnehmung des Inputs einer Intelligenz. Genauso für mich. Nehmen wir ein viel längeres Wort. Das menschliche Genom, 3,5 Milliarden Buchstaben, in genau der präzisen Ordnung. 5 Buchstaben im Sand, Intellekt, Intelligenz. 3,5 Milliarden? Zufall und Notwendigkeit. Wirklich? Und das alles? Es kann nicht sein. Ganz abgesehen davon, welche Mechanismen damit verbunden sind. Die Tatsache, dass wir hier einen bedeutungsvollen Text haben, spricht von Intelligenz. Das heißt, Intelligenz, soweit ich sie sehe, ist die beste abduktive Erklärung der Situation, wo Zufall und Notwendigkeit die Sache nicht erklären können. Und grob formuliert würde ich lieber eine Erklärung haben, die sinnvoll ist, als eine Erklärung, die nicht sinnvoll ist. Aber wir müssen auf die Zeit schauen. Und es gibt jede Menge Mensch von Dingen hier. Warum vergleichen Sie Atheismus mit Religion? Atheismus ist die skeptische Verweigerung von Religion und daher keine Religion selbst. Ich habe nie gesagt in meinem Vortrag, dass Atheismus eine Religion ist. Obwohl ich merke bei vielen, es ist fast so ist, weil wir abgöttische Gottesdienste oder was immer, die beschreiben können, gottlose Dienste jetzt in England haben, die kirchenähnlich sind. 40 in den letzten 2 Wochen sind aufgestellt worden. Was ich gesagt habe, ist Atheismus und Theismus. Ich habe über Religion kaum gesprochen. Theismus, Glauben an Gott, Weltanschauungen sind. Das heißt, die sind gründliche Erklärungen der Möglichkeiten. Und wenn man darüber nachdenkt, die Möglichkeiten sind ziemlich gering. Es gibt nicht sehr viele. Entweder ist das All geschaffen oder nicht. Und die pantheistische Erklärung ist, dass das Universum und Gott gleich sind. Und Gott ist nicht persönlich. Und so, diese 3 sind, wo die meisten Leute sitzen. Die theoretischen Möglichkeiten sind gering. Und ich habe ganz absichtlich das Wort Religion vermieden, weil Religion für viele Leute ist Ritus und so weiter. Ich spreche von Weltanschauung, wie wir
die Welt erklären. Was ist unsere Weltanschauung? Und ich habe hauptsächlich über die zwei Naturalismus, wo es keinen Gott gibt, oder Theismus, wo es Gott gibt. Und Atheismus ist skeptisch. Ich bin auch skeptisch. Skeptizismus bedeutet, dass man eine Sache aus einer Distanz prüft. Und ich habe ein Treffen mit Michael Shermer neulich, eine Debatte gehabt. Der ist der Redakteur der Zeitung Skeptik. Und er hat sein S für Skeptik. Und er hat mir die Hand gegeben. Er hat vergessen, wir hatten eine Debatte in Australien. Das ist eine andere Geschichte. Und er hat gesagt, ich bin ein Skeptiker. Und ich habe gesagt, ich auch. Und ich bin zuerst sehr skeptisch über Ihr Atheismus. Wir lachen, aber der Punkt, den ich machen wollte, ist einfach die, Skeptizismus gehört nicht allein zu Atheisten. Ich bin genauso skeptisch. Ich prüfe meine Haltungen ständig, jeden Tag. Ich habe mein ganzes Leben verbracht, bereit, meine Argumente zu öffnen für Gegner. Und dadurch lerne ich. Ich zähle viele Atheisten zu meinen engsten Freunden, weil ich möchte lernen über diese Dinge. So Skeptizismus ist eine sehr gute Sache. Und in der Hinsicht brauchen wir in verschiedenen Richtungen mehr Skeptiker. Nun, was sind diese Haufen hier? Hier ist eine ganze Reihe von Fragen. Sie gaben, hier ist ein Beispiel, aber es gibt wenigstens 3 mit diesem Inhalt. Sie gaben uns Argumente der Wissenschaft für einen Glauben an Gott. Würden Sie sagen, dass es in ähnlicher Weise auch Hinweise auf Jesus gibt, die die Wissenschaft uns liefern kann? Wie passt die Menschwerdung Gottes durch Christus in Ihre Weltanschauung? Warum sind Sie Christ? Und so weiter und so fort. Das ist sehr klar und nochmals ist diese Frage gerechtfertigt. Heute Abend habe ich versucht, die Frage zu beantworten, hat die Wissenschaft Gott begraben? Meine Antwort dazu ist nein. Und während des Vortrags habe ich kaum, wenn überhaupt, meine Position als Christ erwähnt. Warum? Weil meine ersten Argumente haben gar nicht mit meinem Christsein zu tun. Sie haben vielmehr mit meinem Wesen als Naturwissenschaftler zu tun. Das ist der erste Punkt. Und daher sind diese Fragen, und es gibt mehr in diese Richtung als in andere Richtungen, ist eine persönliche Frage. Und ich kann nur eine persönliche Antwort geben. Und wenn Sie für persönliche Antworten nicht interessiert sind, dann müssen Sie noch einmal Ihre Ohren schließen. Und ich werde es versuchen, kurz zu fassen. Die Frage ist berechtigt. Christsein ist etwas Spezifisches. Und als ich in der Debatte mit Richard Dawkins zum ersten Mal war, es kam zu einem kritischen Punkt. Ganz am Ende, und Sie können diese Debatte im Internet schauen. The Dawkins-Lennox Debate, die God-Delusion Debate, Gotteswahn-Debatte. Und ganz am Ende, plötzlich stellte ich fest, dass ich nur 2 Minuten zu sprechen noch übrig hatte. Und ich würde gefragt, diese Frage mehr oder weniger. Und ich habe die Auferstehung Jesu Christi erwähnt, als der Kernpunkt meines christlichen Glaubens. Und Dawkins war empört. Er sagte, wir haben große Ideen diskutiert und jetzt ist es so spezifisch, pathetisch, wie unwürdig der Welt.
Aber Moment mal, die Naturwissenschaft ist nicht der einzige Weg zur Wahrheit. Es gibt die Geschichte, es gibt die Erfahrung. Und wenn es zu spezifisch geschichtlichen Ereignissen kommt, wir können auch hier einen Inferenzprozess leiten. Jeder Historiker tut das. Und das ist äußerst wichtig. Wir sagen nicht, oh, wir können ein Experiment nicht machen und wiederholen, was passiert ist vor 2000 Jahren. Daher wissen wir nichts. Nein, wir haben Althistoriker. Und vor mir sitzt ein sehr bekannter Althistoriker, Dr. Jürgen Spieß, der mehrere Bücher über diese Tatsache geschrieben hat. Und ich empfehle sie sehr über diese Frage. Aber an Christus zu glauben, das ist sehr spezifisch. Und die Frage zu mir ist, warum? Auf derselben Basis wie die andere Situation. Das heißt, auf der Basis der Indizien. Die Indizien kommen aus zwei Richtungen. Erstens aus der Geschichte, Glaubwürdigkeit zum Beispiel des Neuen Testamentes. Ich habe Latein studiert in der Schule und etwas Griechisch und habe nicht gewusst, dass die Dokumentarbelege für das Neue Testament weit besser sind als Dinge, die selbstverständlich für Althistoriker in den klassischen Sprachen sind. Und das ist so ein wichtiges Thema, dass in diesem Buch hier vorne, Gott im Fadenkreuz, habe ich ein ganzes Kapitel über diese Frage. Wie glaubwürdig sind die Dokumente? Können wir wirklich sie als verlässlich betrachten? Und was mich, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr überrascht, ist Dawkins, er ist kein Althistoriker, ich auch nicht. Aber er behauptet in einem seiner Bücher, dass es sehr wenig Evidenz gibt, dass Jesus überhaupt existiert. Ich kann keinen maßgebenden Althistoriker in der Welt finden, der das behauptet. Aber Dawkins konsultiert diese Leute nicht. Und das finde ich überraschend. Die zweite Sache ist folgende. Und wie kann ich das formulieren? Ich bin ein Mensch, nicht bloß Naturwissenschaftler. Ich bin ein Mensch mit Hoffnung, ein Mensch mit Fehler und Versagen, ein Mensch, der wissen will, was seine Stellung ist in diesem All. Die großen Fragen von dem Philosophen Kant. Was kann ich wissen? Worauf soll ich hoffen? Was muss ich tun? Die sind die wichtigen Fragen. Und meine lieben Leute, ich muss es kurz fassen, weil unsere Zeit fast vorbei ist. Der Grund, warum ich Christ bin, ist, weil Jesus Christus mich überzeugt hat. Die Bibel hat mich überzeugt. Meine Erfahrung von anderen hat mich überzeugt, dass Gott Fleisch geworden ist, dass er Gott ist. Und das heißt, was er sagt, für mich maßgebend ist. Das ist die erste Sache. Also das ist eine sehr große Behauptung, das weiß ich. Daher habe ich dieses letzte Buch geschrieben, um das weiter zu erklären. Die Auferstehung, die Indizien für eine buchstäbliche Auferstehung in der Geschichte, bedeutet, dass Jesus über den Tod gesiegt hat. Alle von uns haben Angst vor dem Tod. Wenn es überhaupt jemand in dem All gibt, der den Tod besiegt hat und etwas darüber Bescheid weiß, das will ich auch wissen. Vor allem, wenn er Indizien gibt, dass was er behauptet wahr ist. Und dann, und das ist das erste Mal, dass wir dieses Wort benutzt haben heute Abend, wir leben in einer moralischen Welt. Es gibt ethische Begriffe.
wir Menschen, moralische Wesen. Woher diese Ethik? Per Zufall kaum. Und wenn es wahr ist, dass Gott mich geschaffen hat nach seinem Bild, ich bin ein ethisches Wesen, dann kommt die dringende Frage, auf welcher Basis kann ich ein Verhältnis mit Gott haben? So, ich spreche persönlich so und sehr, sehr klein formuliert und zusammen. Es tut mir leid. Ich schaue um, welche Lösung es gibt zum Problem, das ich in mir persönlich kenne. Versagen. Ich habe meine eigenen Maßstäbe nicht eingehalten, ganz abgesehen von Gottes Maßstäbe. Und wenn es überhaupt einen Gott gibt, wie kann ich ein Verhältnis mit ihm haben? Und ich sehe zwei Lösungen auf dem Markt sozusagen. Die Lösung von meisten religiösen oder Philosophien ist, hier ist der Weg. Versuche den Weg zu folgen mit der Hoffnung, dass eines Tages Gott oder wer immer dich akzeptieren wird. Das Prinzip ist meine Leistung. Es ist wie die TU. Das Prinzip der TU ist Leistung. Auch die Professoren können nicht garantieren, dass man den Diplom bekommt am Ende. Leistungsprinzip. Nur bei Jesus finde ich das ganz umgekehrt. Und das wird ganz schwierig für viele zu verstehen. Aber warum ich Christ bin, ist aus folgendem Grund. Dass ich sehe in Jesus jemand, der Gott Fleisch geworden ist, der für mich gestorben ist und auferstanden ist und hat auf dieser Basis eine Möglichkeit geschaffen, um mir Vergebung zu geben. Nicht als Leistungsstück, sondern als Geschenk. Das finde ich nirgend anders. Und darf ich es so sehr sorgfältig formulieren, meine sehr verehrten Damen und Herren? Hier konkurriert Jesus mit niemandem, weil niemand anders bietet mir an Friede mit Gott, Vergebung der Sünde, die Gewissheit einer Ewigkeit nach dem Tode mit ihm. Also diese Begriffe scheinen fast verrückt, aber wenn man anfängt, ein bisschen die Bibel zu lesen, als ein Teil der Beweismittel, das ist meine persönliche Antwort. Es gibt viel mehr dazu, aber das war nicht das Thema für heute Abend. So muss ich aufhalten. Herzlichen Dank. John, vielen Dank. Gib uns noch eine Antwort. Was machen wir mit all den Fragen, die du jetzt nicht beantwortet hast? Nimmst du sie mit? Ich nehme die Fragen mit, aber es ist sehr wichtig, dass wir lernen, unserer eigenen Fragen nachzugehen. Es ist so eine Erfüllung, wenn man versucht, vielleicht krampfhaft und mit Schwierigkeit Fragen auszukriegen. Fragen zu stellen ist äußerst wichtig. Und ich denke, das ist meine Ermutigung zumindest. Es tut mir leid, dass ich könnte alle Fragen nicht beantworten. Und meine Antworten waren nur Teilantworten. Sie sind nur Denkanstöße. Nur das. Sie haben die Arbeit selber zu machen. Danke.
Schluss. Professor Lennox hat einige seiner Bücher erwähnt. Wir haben einen kleinen Vorrat hier am Büchertisch vorne. Noch dazu 10% unter dem Ladenpreis. Fast ausverkauft. Ist schon ausverkauft? Fast ausverkauft. Bitte also jetzt keine Panikreaktionen. Das Zweite, ich habe hier auf der Leinwand die Homepage von Prof.John Lennox und es wird unter dieser Adresse eine Möglichkeit geben, den Livestream von heute auch noch herunterzuladen, wird eingerichtet in den nächsten Tagen. Das heißt, sagen Sie es vor allem bitte auch all denen weiter, die nicht mehr hier hereingekommen sind. Das ist eine Chance, diese Veranstaltung noch einmal zu erleben. John, ganz herzlichen Dank und ich darf die Vorlesung damit schließen.